Ja, ein herzliches Willkommen wieder mal zum 28. 100% MENSCH Talk. Wie immer live aus unserer kleinen Geschäftsstelle hier in Stuttgart auf dem Hallschlag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Dieses Mal ein bisschen mehr in eigener Sache. Wie immer am Anfang ein ganz großes Dankeschön an die Stadt Stuttgart, an den Gemeinderat, der diese Veranstaltung hier schon seit mittlerweile 2 Jahren unterstützt. Vielen Dank, dass wir hier reden können über Vielfalt und Gesellschaft. Ich habe gerade schon angedeutet, dieses Mal geht es ein bisschen um eine Sache, die uns selber betrifft, das Projekt 100% Mensch. Und zwar geht es um das Thema Hundemüde und hellwach, Solidarität mit Polen. Wir werden heute über ein Kinderbuch sprechen. Ein Kinderbuch, das man kann schon sagen, einen kleinen internationalen Skandal ausgelöst hat, weil es in Ungarn erschienen ist und dort eine kleine Welle der Empörung ausgelöst hat. Wir werden heute sprechen mit dem spanisch-amerikanischen Autor Lawrence Schimel. Lawrence, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja. Genau, aber bevor wir damit loslegen, möchte ich euch gerne ein bisschen was erzählen über die Situation in Ungarn, weil nur daraus erklärt sich eigentlich, was dort genau passiert ist. Die Situation in Ungarn hat sich in den letzten Jahren unter der Regierung von Orbán massiv verschlechtert für queere Menschen. Das ging damit los, dass 2012 das Grundgesetz, also die Verfassung, geändert worden ist. Und in dieser Verfassung steht jetzt drin, dass die Ehe ausschließlich hetero ist. Also die Ehe besteht in Ungarn ausschließlich aus Mann und Frau. Und auch Adoptionen dürfen ausschließlich nur noch in Hetero-Ehen passieren. Das bedeutet, auch Alleinstehende können nicht mehr adoptieren und lesbische, schwule, bisexuelle, pan, asexuelle, trans, inter ohnehin dadurch jetzt gar nichts mehr. Der nächste große Klopper, das hat damals schon zu einem großen Aufschrei geführt. Der nächste große Klopper kam dann 2020 und das war eine Entscheidung, ein neues Gesetz, das die Situation von Transpersonen in Ungarn extremst verschlechtert hat. Und zwar wurde eingeführt, dass Name und Geschlecht in öffentlichen Dokumenten nicht mehr geändert werden können. Das bedeutet, dass eine Personenstandsänderung in Ungarn derzeit eigentlich unmöglich ist. Weil selbst wenn eine Person in eine Transition geht, bleiben die Namen und das Geschlecht in offiziellen Papieren weiterhin bestehen. Und das bedeutet, dass diese Person sich bei jeder einzelnen Gelegenheit, wo sie sich ausweisen muss, outen muss. Es ist jedes Mal ein Zwangsouting, begleitet dementsprechend natürlich von allem, was man sich an Aggression und Gewalt vorstellen kann. Ebenfalls eine gravierende Erweiterung ist dabei, dass dass in der Verfassung drinne steht, dass das Land das Recht des Kindes auf Selbstidentifikation gemäß seines Geschlechts bei der Geburt festschreibt. Und das bedeutet, dass die Nichtanerkennung von Transpersonen dementsprechend Verfassungsrang bekommen hat. Es handelt sich dabei also nicht einfach nur um ein Gesetz, was relativ einfach wieder zu verändern wäre, sondern es ist Verfassungsrang. Und das hat natürlich ganz gravierende Auswirkungen. Im Juni 2021 kam dann der nächste große Klopper, nämlich ein umfassendes Verbot von Büchern, Filmen und anderen Medien, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Geschlechtsidentität abweichend von der Geburt zugewiesenen Geschlechtes, Geschlechtsoperationen, ich zitiere übrigens gerade, das sind keine Wörter, die wir verwenden würden, Geschlechtsoperationen und Homosexualität dargestellt und beworben würden. Eine weitere neue Regelung verbietet es, Firmen und Institutionen entsprechende Inhalte in der Werbung zu verwenden. Wenn bestimmtes Element die Förderung zur Schaustellung oder Selbstdarstellung der Geschlechtsidentität, Geschlechtsanpassung oder Homosexualität ist. Das ist quasi die Entsprechung des Homopropaganda-Paragraphens aus Russland, der 2014. 13 oder 14 ist eingeführt worden. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Es ist quasi die exakte Kopie und es bedeutet, dass ein positives Sprechen über Homosexualität, Bisexualität, Queerness insgesamt nicht mehr möglich ist. Das Ganze hat natürlich auch massive Auswirkungen auf NGOs, auf Bildung, auf Aufklärung und auf die Schulen. Auch in diesen Schulen darf nicht mehr über Queer gesprochen werden und in den NGOs sind quasi die Hände gebunden, ihre Themen noch sichtbar zu machen. So, im Juli 2021 kam dann der Skandal, über den wir heute sprechen. Und zwar ist ein Buchhändler verknackt worden zu einer Geldstrafe im Werte von ungefähr 700 €, weil er ein Kinderbuch verkauft hat. Und dieses Kinderbuch war nicht gekennzeichnet, dass da drin gefährliche Inhalte sind. Nämlich, dass dort in diesem Buch Dinge dargestellt sind, die sich mit der Verfassung nicht vereinbaren lassen. In diesem Fall, sage und schreibe, Regenbogenfamilien. Es wird eine Familiengeschichte dargestellt von Kindern, die halt 2 Mamas oder 2 Papas haben.
in einem sehr süßen, gereimten Kinderbuch. Und weil diese Kennzeichnung, dieser Warnhinweis nicht angebracht war, gab es eine Beschwerde. Und der Buchhändler wurde, wie gesagt, zu ungefähr 700 € Geldstrafe verurteilt. Dieses Urteil hat dann international einen großen Shitstorm ausgelöst. Also hier in Deutschland hat der Spiegel Berichte, der Stern, die Zeit, es waren ganz viele, und international, also bis USA und nach Dänemark, Schweden, überall wurde über diesen Skandal berichtet. Danach kam dann sofort der nächste Klopper, weil das Ganze wurde dann nochmal verschärft. Es wurde schlichtweg gesagt, dass queere Inhalte, wenn Bücher queere Inhalte haben, grundsätzlich nur noch ab 18 Jahre verkauft werden, also an Personen ab 18 Jahre verkauft werden dürfen, und der Verkauf in einem Umkreis von 200 Metern rund um Schulen und natürlich Kirchen verboten ist. Außerdem dürfen diese Bücher nicht mehr beworben werden im Schaufenster. Und wenn so ein Buch verkauft wird, dann muss es neutral verpackt werden. Ihr kennt das bestimmt so aus amerikanischen Filmen, wo dann die Alkoholflaschen, die Bierflasche in einer neutralen braunen Tüte über die Straße getragen wird. Und genau das ist jetzt in Ungarn der Fall, wenn es um Bücher geht oder andere Medien, in denen queere Inhalte dargestellt werden. Das ist momentan die Situation. Was bedeutet das Ganze für die queere Community in Ungarn? Ich war, um unsere Ausstellung We Are Part of Culture in Kopenhagen bei der World Pride anzuschauen. Die ist dort ausgestellt worden. Vielen Dank nochmal nach Kopenhagen, dass das geklappt hat. Habe ich an einer Demonstration teilgenommen, die von der ungarischen Botschaft zur polnischen Botschaft geführt hat. Und es gab dort eine Rede von der Vorständin des Budapest Pride. Und sie hat ein bisschen erzählt, was es bedeutet, in Ungarn queer zu sein, was diese Gesetze bewirkt haben. Es geht grundsätzlich um eine Unsichtbarmachung. Also jegliches queeres Leben soll komplett unsichtbar gemacht werden, aus der Öffentlichkeit verdrängt werden. Es ist auch so, dass queere Menschen wieder zu Sündenböcken erklärt werden, die schuld wären an allen möglichen Verfehlungen, die im Land passieren, die allerdings völlig andere Ursachen haben. Die Gewalt nimmt zu, die Ausgrenzung nimmt zu, die Aggressionen nehmen ganz massiv zu. Und es ist so, dass mittlerweile in der Community es halt üblich ist, dass Menschen sagen, ich möchte dieses Land verlassen, weil sie einfach keinerlei Zukunft mehr sehen. Es gibt allerdings auch positive Signale. Der Budapest Pride war dieses Jahr so groß wie noch nie. Es waren insgesamt über 30.000 Menschen waren beim Budapest Pride. Und es gab internationale Solidarität mit diesem Pride. Und das war ein großes Statement, dass man halt wirklich sehr stark unterscheiden muss zwischen der Regierung Orban und der Bevölkerung in Ungarn, die halt nicht unbedingt queerfeindlich ist, sondern ganz im Gegenteil da immer offener wird und das Thema auch annimmt. Allerdings, die Regierung verabschiedet momentan halt ein Gesetz nach dem nächsten, das das Leben für queere Menschen immer schwieriger macht. So, das so als kleiner Rundumschlag mal zur Situation in Ungarn. Was hat das mit uns zu tun? Nachdem das passiert ist, dass dieses Buch, dass der Buchhändler bestraft worden ist, haben wir Kontakt aufgenommen über eine Freundin von uns mit Lawrence Schimel, dem Autoren dieses Buches. Und wir sind auf die Idee gekommen, oder wir haben uns gefragt, sollten wir dieses Buch nicht auch in Deutschland publizieren? Ja, das sollten wir. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass wir zu diesem Zeitpunkt in sehr engen Kontakt standen mit der Equality Factory aus Stuttgarts Partnerstadt Łódź, also Łódź, die wir gerade eingeladen hatten zum CSD hier in Stuttgart. Und wir haben uns dann gefragt, wäre es nicht irgendwie cool, wenn wir dieses Buch nicht nur in Deutschland erscheinen lassen würden, sondern auch in Polen. Und da sich Polen gerade genauso entwickelt wie Ungarn, also auch dort will die Regierung queeres Leben immer weiter unsichtbar machen, lass uns doch eine Aktion starten, Buy One, Donate One. Kauf ein Buch in Deutschland und wir schicken ein kostenloses Buch nach Polen und unterstützen so die Equality Factory vor Ort und wir unterstützen so Regenbogenfamilien und Interessierte und Kitas in Łódź und in Polen. Aber was jetzt genau passieren soll und wie das Ganze zustande gekommen ist, vor allen Dingen auch wie dieses Buch überhaupt entstanden ist, damit wird jetzt Bettina zusammen mit Lawrence darüber wird Bettina mit Lawrence jetzt sprechen und mal schauen, was dabei alles rauskommt, also was wir noch alles Schönes über dieses Buch erfahren. Ich sage schon mal an, dieses Gespräch wird in Denglisch stattfinden, also teilweise Deutsch, teilweise aber auch auf Englisch. Schreibt bitte einfach in die Kommentare rein, wenn ihr
Übersetzungen haben möchtet, weil ihr nicht alles mitbekommen habt. Das ist kein Problem, dann wird Bettina zwischen moderieren und zwischen übersetzen, aber wir versuchen es erst einmal so. So, und damit sage ich nochmal herzlich willkommen, Lawrence Schimel, nice to see you, and Bettina, would you mind to have the honors, to do the honors here, and we will switch places. Okay, hello everyone. Hi Lawrence, it's great to have you. I'm really glad to be talking to you tonight. So welcome again. Just have to grab my sheet. Entschuldigung, mein Deutsch ist schlecht. Wir stechen ein bisschen. I could understand most of what Holger was saying, especially because I knew what he was talking about. But I will, as we said, ich spreche nur English und Spanish, so we'll speak in English, better than Span-Deutsch, I think. So. Yeah, definitely. Definitely. So, right. So, do you want to tell us a little bit about the book? How did you get the idea to write the book? And maybe briefly tell us what it's about. Well, it's basically 2 books. We plan doing them in one edition. So that's the two books. In our German edition, we're gonna put the 2 books in one edition. I think that's also how it was published in Hungary. So it's just gonna be one book containing 2 stories, right? So would you like to tell us a little bit about how you got the idea and why you wrote it like you wrote it? Sure. So I write both books for children and books for adults. My father likes to do that. I write books for children and books you don't want your children to find. I've written a lot of erotic books, especially LGBT titles. Oh, nice. That's something that he very proudly says, though. But in children's books, I've published over 60 children's books at this point. And while there are other children's books that have LGBT characters, I still think that there's a need for more books that are not about overcoming homophobia or being different. And so the point of writing these 2 board books was to show LGBT families just in fun stories that, not everything is always about fighting back against homophobia or being discriminated or things like that. And so we felt, I did these books together with a Latvian illustrator who's a friend of mine, Elina Braslina. And, we said, let's make fun stories with queer lives. And that was what we wanted to do. Right. So, I mean, it's a shame that the international story has been overshadowed in many cases by the homophobia especially from the governments in Hungary and Russia, when the real story is sweet, fun, queer lives having fun. Yeah, it's totally sweet. We Holger and I instantly fell in love with the books and also with the illustrations. They are so adorable. I think Elina did such a great job. So we love them to bits. So we've already seen that there are, you held up the Hungarian edition, the original Spanish and English versions. So where did the book get published? So it was first published in English, I think? No, the books are written in Spanish and they were first published in... It was actually... So to print this kind of a book is very expensive. And so the Spanish publisher who was going to do it, they got a price quote from their printer to do a few hundred copies, and it was exorbitantly expensive. And I said, let me talk to a few other countries and see if they want to all print at the same time, because you only change the black text and you print the red, the yellow, the blue at the same time, and especially all of the binding, it helps bring the costs down. So the books were originally printed in 6 languages at the same time. So Spanish, Catalan, Spanish, Catalan, Croatian, Czech, Latvian, and Flemish were the first 6 originally. Right. And so again, this is the other wonderful thing, even though the international story has mostly been about the scandal, so much of these books is about
groups working together to make these stories get into the hands of readers, which is also one of the things I love about our project together with 100% Mensch, of making the books available not just in Germany but also in Poland, and that solidarity is, to me, wonderful and amazing. It is. So just to fill our viewers in a little bit on what the stories are about. So we've already seen these are cardboard books. So the stories are suitable for children, I would say from the age of 2 years upwards. They can be chewed, they can be thrown around. So in fact, Holger's cat has already chewed on one of the books for her. So they can take quite substantial damage. So right, and I would say also that, there isn't really an age limit either at the bottom or at the top. I mean, it's very important for kids to get used to being read to, and so just being able to sit with the parent, even if they're under 2, until they're able to turn the books themselves, and they can chew on them from birth. So it's that's true. The other interesting thing is that when the books are published individually, I think they're younger, because also there's fewer pages. But when they're published in the edition like you're doing, when they're 2 stories in one, it can be read by older children as well, because they have longer attention span. So they can read both stories in a single sitting. And so that makes this edition that 100% Mensch will be publishing able to go to 4, 5, even 6, because it's a longer story. Yeah, that's true. Just a little thing, Holger just told me to ask you if you can turn the volume up on your laptop a little bit, because the microphone. No, is that better? No, the volume of your microphone is too low. Oh, I just tried raising it. I don't know that I can raise it anymore, but I can try. Because we can't raise you anymore from here. I can try being closer to it. Does that help a little? Yeah. Okay. Okay, great. So let me just tell the viewers what the stories actually are about. We have das mache ich auf Deutsch. Also, okay, Brain needs to switch. Wir haben 2 Geschichten. Eine Geschichte spielt früh am Morgen. Ein kleiner Junge wacht auf. Genau, hier der Kleine, genau. So, und ist total fit, wie Kinder halt so fit sind, wenn sie direkt aufwachen. Und seine Schwester und seine beiden Mütter schlafen aber noch. Und er hört dann irgendwie ein Geräusch und guckt dann aus seinem Zimmer raus. Und dann ist es eben die Katze, die irgendwie an der Tür kratzt und ihn dann begrüßt und schnurrt. Genau. Genau, hier sieht man ihn mit der Katze, da. Und dann beschließt er eben, dass er jetzt Hunger hat und in die Küche geht und macht sich dann ein Frühstück mit Butterbrot, und die Katze kriegt natürlich auch was ab, die frisst dann die Butter hier direkt aus dem kleinen Schälchen, genau, und so frühstücken sie ganz gemütlich zusammen. Und genau, die Katze bekommt auch noch Milch und wird dann auch schön abgeputzt, also ganz reizend. Und genau, am Ende wachen dann eben die Mütter und die kleine Schwester wachen dann auch auf und sind dann ganz erstaunt, dass er hier schon das Riesenfrühstück da konsumiert hat. Genau, das ist die eine Geschichte. Und die andere ist eine Gute-Nacht-Geschichte von einem kleinen Mädchen und ihrem Hund und ihren 2 Vätern. Genau, da ist es eben abends, das Mädchen ist müde und da sieht man schon, der Hund hat den Ball im Mund und möchte eigentlich jetzt total Action, und sie ist schon so genervt während dem Zähneputzen und denkt sich, oh Gott, was will denn der jetzt noch so? Und der Hund ist eben voll im Spielmodus, und genau, als sie dann im Bett sind, genau, lesen die Papis ihr noch eine Geschichte vor, und der Hund will aber immer noch spielen und klaut ihr dann den Teddybär, ja, weil sich ja offensichtlich niemand
irgendwie bisher um seine Bedürfnisse gekümmert hat. Ja, und dann ist eben nichts mehr mit zu Bett gehen und alle jagen dann erstmal diesen kleinen Hund durch die Wohnung, um den Teddybär auch wieder zu kriegen. Und es geht also total bunt rund und bis sie ihn dann endlich gefangen haben. Genau, und die Papis sind dann so erschöpft, dass sie direkt einschlafen, irgendwie nach dieser Jagd auf den Hund. Und das Ende von der Geschichte ist dann eben, dass das Mädchen hellwach ist und sich denkt, ja toll, alle schlafen, dann muss ich jetzt eben halt Schafe zählen, bis ich dann einschlafe, genau. Okay, so brief recap of the story. So as you can see, they're totally sweet and everyday stories. They don't show how problematic or how many problems rainbow families actually have. It's just natural that the kids have queer parents or same-sex parents, right? And I think that's a really special thing, because when you read this story to young children without making it the main topic of the book, it completely naturalizes the whole thing, I think. So that's a really great idea. Yeah, I mean, I think these stories are important not just for children in same-sex families to be able to see themselves, which is something that's very important for all children to be able to see these families, that these are just loving families, and for them to have examples of them in the culture. That is, when we don't see certain types of people in the culture, we normalize the absence. And so even though children live in the world and they may see them queer people in life around them, the lack of them in culture teaches children that these lives are less important than other lives. And so it's important these types of stories are available, and not only in books about overcoming homophobia. You know, I mean, all children wake up and go to bed. So these are very universal stories that children can understand. Maybe not all children have, a cat or a dog, but they all go to bed and they all wake up. So that's universal to everyone. So one thing just haven't said yet, the translations into German are by Jochen Weber, who is head librarian at the Internationales Jugendbibliothek in München. So just to mention that. I also personally, I love, so the original title for the Good Night book is No es hora de jugar. It's not time to play. And in English, I think the English title, the final title is Bedtime, Not Playtime. But the German title for this story is Hundemüde. And I think the translation is so much better than the original. It's just wonderful. I wanted to change the title to Dog Tired, but it was too late. Yeah, it's really good. It's really good. I like it too. Right. I'm always surprised, even when I talk to very young queer people, that they're still telling me they have too few examples to look up to, because I always think, I'm 45, and back in our days it was really hard. There was no internet, there weren't any queer people visible, but apparently it's still pretty much the same for the 20-something-year-olds today. So the 20-something-year-olds and the 2-year-olds who may be getting these books and will, years from now, I think that the biggest problem is actually the books like this. So as I mentioned, one of the reasons we wanted to do these books is that there are books that have LGBT characters, but they're always about being LGBT. Yes, that's all a problem or something. It's part of the plot, something to be overcome. And so, but unsere lesbisch-schwule Leben is a normal part of life, and we get to do other things except, aside from fighting against homophobia. We need books about, going to the dentist and going to the playground and having a new pet and stuff like that. And that was what was missing. And so Elina and I said, let's do these books. And we have a lot of pushback. I mean, now with the international attention, more bigger publishers are interested because it was newsworthy. But at the beginning, almost all of the partners are LGBT presses or organizations, or sometimes, the Flemish publisher is the only LGBT bookstore in Belgium. And they said,
we know that our customers need this, that there are no board books showing our lives, that there's a need for this. And so those are mostly the publishers who've come together so far to publish these books, because, very often in the publishing world, even if you have a queer editor, you're usually who holds the purse strings and makes the decisions are heteronormative decision makers. And they decide, oh, too niche, this is only going to be of interest to same-sex families, and that's too small of a market for us to bother with. And that's basically, stories that should be, as you were saying, you didn't have books like these. I'm turning 50 in next month, and I didn't have books like these either. And so we had to read heterosexual stories all the time, and that didn't make us heterosexual. And the same way, reading these books is not going to make children LGBT, but it will hopefully make children less homophobic, whatever their own sexuality. And if they are LGBT, it will hopefully let them see that their lives are valuable in a way that they hadn't had. It will hopefully save them trauma as they're growing up. Yeah, exactly. It's a really important point that you're making, that like being gay is only one aspect of our identity, right? We do totally normal stuff. We mess up, we are afraid to go to the dentist just like everybody else. So of course, this part of my identity becomes really important when I'm doing queer rights activism and fighting, right? But it's not what defines me as a person. It's one very important aspect, of course, but it's not everything, right? So that's a really important point. So having seen how cute these books are, what was your initial reaction when you first heard about what happened to them in Hungary? Have you ever imagined that anything like this would happen to these cute books? Never. So what happened in Hungary also was a concerted attack by the Hungarian government. So we knew that the new LGBT propaganda law was coming into effect, but the government used the different law to attack the bookseller for selling them without warning customers that they were non-traditional families. And so that happened the day before the propaganda law went into effect. So it was, we were ready for something to happen, but then this happened even before we thought anything was. So it was a complete shock. I found out about it because it was actually announced on one of the state-run or state-controlled propaganda television channels. And so the commissioner who actually fined the bookstore announced it very proudly on the morning news, and it showed up in my Google alert, and it was just sort of like, whoa, this was totally unexpected. So at the same time, the government of Hungary is homophobic and is using homophobia to stir up national fervor and to sort of associate, the new law where you can't sell this book within 200 meters of a school or a church. That's associating LGBT, our lives with drugs or dangerous material. It's creating these very pervasive, noxious things like that. The Hungarian people, on the other hand, don't feel the same way. I mean, the general populace, I think, there's been so much of a positive backlash in favor of the books and against Orban after the fine happened, various things like that. And so that's just been really wonderful to see. It's been, warms the heart for me. I mean, that my stories become a symbol for people of freedom, of tolerance, of diversity, and celebration. So that to me has been amazing. So, again, my first reaction was shock and dismay that this poor thing happened to my books. I was also very concerned for the team that had published the books in Hungary, that nothing happened to them. I'm in Madrid, and so, the same thing when the books were published in Russia, that,
I'm at a remove, and they're on the ground, and I didn't want any reprisals to happen to them. Sure. They were risking their lives sometimes to actually publish these books in some of these places, and so that's an amazing thing, but also something to be careful with. Sure. Yeah. I totally understand these concerns, right? Yeah. But what I was thinking that maybe it was also such a scandal because these books show how happy the characters are, and to me that's a really powerful thing, and I think that's what annoys these homophobes the most. Like if they see happy queer lives, if they see how happy we are, how deeply we can love, that's what annoys them the most. Like maybe much more than a story about some, I don't know, suicidal queer teenager would, but I think that I really love that aspect about the book, right? No, I mean, I think that's definitely that you see this a lot with the books that are successful in the mainstream, especially with gay male characters more than with lesbians. I think there's a heterosexual, there's a glass ceiling, where most of the books with gay male characters that have mainstream success are written by women. So, for instance, you have Brokeback Mountain, or you have Anne Rice's Gay Vampires. You know what I mean? The most recent, Call Me by Your Name, is slightly different because it has a male author, although he has a wife and kids, and that sort of gives it a slightly, I think that what happens is that people, any male reader reading this book, which is so obviously a gay book by a gay author, the gayness of the content, if anyone is seen reading this book, the gayness of the content gets associated right away with the reader. So everyone will assume that the reader is also gay. And so that had one of the things that happens. As a result, something like The Hours by Michael Cunningham, which was won the Pulitzer, it's exactly the kind of book you said. So there is no sex in the book. And the gay man commits suicide at the end. He's dying of AIDS. It's a book that's very easy for heterosexuals. There's nothing that offends their sensibilities. Exactly. Whereas happy, joyous gay lives, lesbian lives, that's something that really upsets them. It does. And I think Call Me by Your Name is also special because it's very explicit. Like there are very juicy sex scenes. So that's not something you'd swallow that easily, right? And Brokeback Mountain is so everybody is unhappy and you can easily say, so just don't be gay, right? If you're a homophobe. So the literature and also the movies are plastered with unhappy gay people, with dead gay people, suicidal gay people, murdered gay people. So just sending out the message, hey, we're really happy, we lead really happy lives. That's really subversive, I think. So also, I think with those books, it's the movies that made them tremendously successful. I mean, I think with Anne Rice's The Vampires, those were bestsellers before the movies, but with both of the others, it's only with the movie that happened. And so I think one of the important things about books like these is that these are books that kids get before they even watch like animated television or anything like that. So we really need, and we still don't have, cartoons that show our lives. Those are missing. We need to have, and it's so, I live in Madrid. We've had same-sex marriage, I think, since 2015, if I'm not mistaken. So, no, 2005. Not I think you had it way before Germany. So we've had it for 15 years. I was just making this, I married for 10 years to my current husband, but I was previously married. So, I mean, there had to be but this is what I always say is this is true equality, that we as queers can make the same mistakes heterosexuals and marry the wrong person and get divorced and marry someone better,
my straight friends have been able to do this, I was now able to do this. Yeah, true. Very true. But Right. things in our life, I mean, both my first husband and my current husband, the US didn't recognize our marriage at all for my first husband, and the first years of my second husband. The first few years, could have married a woman in the US because they didn't acknowledge that we were married. And so, Right. but at the same time, we've been married for 10 years now, 15 years in Spain. The children, there are generations of queer families that, have been legally married, and we don't have representation enough in the culture. I did these books in 2018, but there's not enough of other things showing our lives. And this is an exception as opposed to, we're here, we're queer, we have families, we're your neighbors, we're your, Yeah. we may be your teachers, we may be the person who sells you, eggs or chicken at the market or whatever it is, and there needs to be more representation of our lives. Exactly. We also need that in Germany still. I mean, we do have children's books with gay content, but not a lot. And I think this book should be in every kindergarten, honestly. But that's not the whole story, right? So we, just to get back to the beginning, we got in touch with you, and we, basically said from the beginning that the publishing the book in German is not gonna be enough for us, because we wanted to do something proactive, and we want to focus on the situation in Poland, because as you may know, the situation in Poland is developing in a very similar direction than in Hungary. And just to briefly explain this, a third of Poland has declared. Maybe this for readers in German. So since I do already know the situation, so what? Sorry, I just had to rewire my brain. Okay, also es geht ganz kurz zur Situation in Polen, falls es jemand noch nicht weiß. Die Idee war eben, wir wollen nicht nur das Buch auf Deutsch publizieren. In Deutschland fehlt es auch sehr stark an solchen Kinderbüchern, aber wir wollen gleichzeitig eben eine Solidaritätskampagne machen für Polen, weil in Polen verändert sich die Situation gerade in eine sehr ähnliche Richtung wie in Ungarn. Ein Drittel des Landes hat sich schon zu LGBT-freier Zone erklärt. Es wurde dort eine sogenannte Familiencharta verabschiedet, wo im Prinzip drinsteht, dass nur die heterosexuelle Familie geschützt ist, dass queere Menschen eine ideologische Bedrohung für diese Kernfamilie darstellen. Es gibt zunehmend Gewalt und Angriffe auf queere Menschen in Polen. Das haben wir jetzt auch hier während des CSD Stuttgart von der Delegation aus Łódź gehört. Unter welchen Bedingungen die Equality Factory, also das ist die örtliche LGBT-Organisation, dort arbeiten muss. Das Pride heißt für die dort, also der nennt sich Equality March, der CSD, dass sie auf die Straße gehen und um ihre Existenz sozusagen bitten, während es bei uns eine Party ist. Also das war so ein Satz, der bei Holger und mir sehr hängen geblieben ist. Also wir haben hier eine Party, wir haben Zuschauer, ganz Stuttgart steht hier auf der Straße und jubelt der Parade zu, und in Łódź hast du einen Marsch mit Polizeischutz und keinen Zuschauern. So. Und natürlich fehlt es auch in Polen an Materialien, und die LGBT-Organisationen dort haben natürlich auch keine Förderung, so wie manche Organisationen hier, und auch kein Geld. Deswegen war uns relativ schnell klar, wir wollen dieses Buch auf Deutsch rausbringen und quasi uns solidarisch zeigen mit der Community in Polen, und sind deswegen auf diese Idee gekommen: Für jedes Exemplar, das wir in Deutschland verkaufen, geht ein Exemplar auf Polnisch umsonst nach Polen. Und dort wird es dann verteilt von der Equality Factory. Also die bekommen dann von uns einfach die polnische Auflage, die bekommen die Versandkosten natürlich erstattet, die sie auch brauchen, um die Bücher innerhalb von Polen zu versenden. Also das alles wollen wir quasi zusammen
Wuppen, genau. Und das ist unsere Crowdfunding-Kampagne Buy One, Donate One, Solidarität mit Polen. Genau. So, jetzt werde ich nochmal zum Abschluss an Holger übergeben, damit wir euch das Crowdfunding noch ein bisschen genauer vorstellen können. So, thank you, Lawrence. I will switch again and Holger will come. So, ihr Lieben, ich finde, das sollten wir häufiger machen, so ein gemischtes Doppel immer hin und her. Ich finde das ganz spannend, muss ich sagen. Genau, also, Bettina hat ja gerade schon erklärt, worum es geht momentan. Wir haben ein Crowdfunding aufgelegt bei Start Next, weil die Kosten, Lawrence hat es zwischendurch ja schon erklärt gehabt, das Drucken von solchen dicken Pappbüchern ist wirklich sehr, sehr teuer. Und dafür brauchen wir einfach Geld. Wir brauchen Mittel, um das Buch produzieren zu können, es drucken zu können, um es versenden zu können, hier in Deutschland, aber natürlich auch in Polen. Das muss alles geregelt werden. Insbesondere deswegen, weil die Equality Factory halt nicht nur das Buch bekommt, sondern natürlich auch noch eine Spende pro verkauften Buch, damit sie einfach arbeiten können, damit sie ihre Miete zahlen können, damit sie Materialien machen können und damit sie auch Menschen schützen und beraten können. Das ist eine der Hauptaufgaben der Equality Factory in Łódź, dass sie psychologische Beratung machen. Und das ist etwas, was momentan in der jetzigen Situation extrem wichtig ist. So, das Crowdfunding selber, wie funktioniert so etwas? Was ist ein Crowdfunding? Crowdfunding ist, dass Menschen um Unterstützung bitten. Und das tun wir. Wir bitten euch um eure Unterstützung bei der Finanzierung dieses Buches. Das ist ganz einfach. Es gibt die Seite startnext.com, also startnext.com. Und dann, Bettina, vielleicht kannst du es mal kurz, ich habe es zwischendurch schon immer eingeblendet, queer-children's-book. Oder ihr geht einfach auf die Seite vom Projekt 100% Mensch, da findet ihr den Link ebenfalls. Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass man nicht einfach nur spendet, sondern ihr bekommt auch was. Und zwar, ihr könnt das Buch direkt vorbestellen. Also ganz klassisch, ihr bestellt das deutsche Buch und gleichzeitig spendet ihr damit ein polnisches Buch nach Polen. Es gibt auch andere Pakete, wo man zum Beispiel direkt 5 Bücher hier auf Deutsch kauft und 5 Bücher für Polen. Dann könnt ihr direkt im Bekannten- und Familienkreis die Bücher verteilen. Es gibt auch die Möglichkeit, für einen Kindergarten zu kaufen, dass also das Buch dann gar nicht bei euch landet, sondern dass ihr entweder einen Kindergarten angebt oder wir suchen euch für euch einen Kindergarten hier in Deutschland raus. Wenn ihr selber keine Kinder habt und sagt, was soll ich mit dem Buch, aber ich finde das toll, ich möchte es gerne unterstützen, dann ist das auch möglich. Dann geht das Buch halt direkt an einen Kindergarten hier in Deutschland und eine Kopie, wie gesagt, nach Polen. Es gibt auch Badges, so Anstecker mit dem Hund und mit der Katze. Und was momentan der ganz große Renner ist bei uns bei dem Crowdfunding, das sind die Hellwach-Katzentasse und die Hundemüde-Tasse. Und momentan ist es ausgeglichen. Momentan sind beide Katzen, also sowohl die Katzentasse als auch die Hundetasse, genau gleich oft schon bestellt worden. Und uns würde natürlich interessieren, was ist denn euer Favorite? Seid ihr eher mehr Hundemüde-Tasse oder seid ihr Hellwach-Katzentasse? Und was trinkt ihr daraus? Von daher könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde morgen auch noch eine Umfrage im Netz dazu aufbauen und mal gucken. Es gibt also viele Möglichkeiten. Es gibt ganz große Pakete, wo ihr bis zu 20 Bücher, 10, 20, 25 Bücher auf einmal nach Polen schicken könnt. Ihr könnt auch euren Namen im Buch verewigen lassen oder, wenn ihr eine Organisation seid, mit einem Logo. Zum Beispiel, hier kommt schon die erste Antwort von Sammy, er ist hundemüde. Ja, das bin ich momentan auch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und hier wird auch gesagt, oder auch auf Instagram unter Projekt 100% Mensch, dort ist der Link auch nochmal. Danny, Dankeschön für diesen Hinweis. Genau, auf Instagram sind wir natürlich auch. Mit anderen Worten, geht einfach mal auf den Link, schaut euch an, was es alles für tolle Belohnungen gibt und unterstützt uns dabei, dass wir dieses Buch auf Deutsch und auf Polnisch rausbringen können. Ja, das Ganze läuft bis zum 30. September und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mitmacht und vor allen Dingen spread the word. Crowdfunding lebt davon, dass darüber gesprochen wird. Also, sprecht mit eurem Netzwerk drüber, mit euren Freundinnen, mit eurer Familie, sprecht mit möglichst vielen Leuten drüber, teilt unsere Beiträge auf Facebook und auf Instagram, liked es und verteilt es weiter, damit möglichst viele Menschen bei diesem Crowdfunding mitmachen. Denn eine Sache, was uns sehr, sehr traurig gemacht hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich traurig gemacht hat, wir haben gedacht, nachdem die Presse so wirklich ausführlich berichtet hat über diesen Skandal, über diesen Buch, haben wir gedacht, das müsste doch die Presse doch eigentlich auch, wenn es jetzt eine positive Aktion gibt, darüber auch
berichten. Und das haben sie nicht. Also die queeren Medien, also Schwulissimo, queer.de, Männer und Mannschaft haben darüber berichtet, aber aus der Heteropresse ist bis jetzt leider überhaupt nichts zu hören gewesen. Und das hat uns wirklich traurig gemacht, weil wenn es um schlimme Dinge geht, dann wird berichtet, wenn man eine positive Aktion macht, um etwas gegen dieses Negative zu unternehmen, dann wird darüber nicht berichtet. Und das ist wirklich sehr schade. Wenn ihr euch fragt, warum wir das Ganze mit Polen machen und warum nicht mit Ungarn, das ist sehr einfach erklärt. Das Buch gibt es schon in Ungarn. In Polen gibt es das noch nicht. Also gibt es in Ungarn einen sehr mutigen Verlag, der dieses Buch veröffentlicht hat. Und dementsprechend möchten wir diesem Verlag natürlich mit kostenlosen Exemplaren nicht in die Quere kommen. Aber wir haben etwas getan für Ungarn. Und zwar, als wir gehört haben, dass der Verkauf von queerer Literatur erst ab 18 erfolgen darf und nur in einem Umkreis von 200 Metern, also größer als 200 Meter rund um Schulen und Kindergärten, haben wir unser eigenes Kinderbuch. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir im Mai ein Kinderbuch rausgebracht zum Thema Trans, das schönste Kleid der Welt. Und dieses Buch haben wir übersetzen lassen ins Ungarische. Und dafür gibt es einen Download-Link, den findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage 100mensch.de. Und dieses Buch kann jetzt runtergeladen werden, kostenfrei auf Ungarisch und in Ungarn genutzt werden von Regenbogenfamilien, von NGOs, von allen Menschen in Ungarn, die sich mit dieser Gesetzgebung einfach nicht abfinden wollen. Also haben wir es übersetzt und kostenfrei für Ungarn ins Netz gestellt. Ja, das ist das, was wir aus unserer Warte für Ungarn jetzt erstmal tun konnten. Lawrence! There's also, in the crowdfunding, there's an option to get a book of Hundemüde and Hellwag in German, donate one in Polish, and also order the German copy of the transgender book that you were just mentioning also. So that is also there's a bundle. Yes, and what they could also get is a meeting with the author. Also ihr könnt euch auch treffen, das ist auch eine weitere Belohnung, euch mit Lawrence treffen. Das kann sehr, sehr spannend sein, weil vielleicht schreibt ihr ja selber Bücher. Lawrence hat unfassbar viele Bücher geschrieben und übersetzt. Er hat also sehr, sehr viel Erfahrung. Ihr könnt mit ihm dann über euer Projekt, über euer Buchprojekt sprechen. Wenn ihr Kinderbücher schreibt, wenn ihr erotische Literatur schreibt, Genau. fragt einfach, er kennt sich. Aber nur auf Englisch oder auf Spanisch. Ja, aber das kriegt ihr schon hin. Also wenn ihr Informationen über das Schreiben haben wollt, dann ist Lawrence euer Mann. So, eigentlich bleibt nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen. Wir haben euch das Crowdfunding vorgestellt, das Buch vorgestellt. Jetzt ist es an euch, uns zu unterstützen. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen darüber, wenn ihr uns unterstützt, damit dieses Buch tatsächlich auch in Deutschland und in Polen erscheinen kann. Wir sehen uns wieder. Wahrscheinlich erst in 4 Wochen tatsächlich, weil noch nicht ganz klar ist, ob der nächste Talk stattfinden kann. Das Frauengesundheitszentrum würde das nächste Mal hier den Talk übernehmen, aber wir müssen schauen, ob das noch klappt, ob das funktioniert. Ansonsten sehen wir uns in 4 Wochen wieder. Schaltet wieder ein. Das Thema etc. erfahrt ihr über Facebook, worum es dann gehen wird. Ich kann mich nur noch mal bedanken, Lawrence, für die Möglichkeit, dass wir dieses Buch überhaupt hier veröffentlichen dürfen. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank auch an die Equality Factory nach Łódź, die dieses Buch dann verteilen wird. Vielen Dank an Bettina für die Mitmoderation und die tolle Arbeit. Und vielen Dank an euch da draußen für eure Unterstützung. Uns bleibt jetzt nichts anderes zu sagen als kommt gut durch die Nacht und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.